Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversationspodcast. Ich bin Matteo. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wirklich schön. Und falls ihr zum ersten Mal hier seid, herzlich willkommen in unserer kleinen Deutschlernfamilie. Hier sprechen wir echtes Deutsch mit echten Geschichten und heute mit sehr echten, sehr persönlichen Erinnerungen. Ja, heute wird es besonders persönlich. Heute reisen wir zurück. Weit zurück. Sophia, ich habe letzte Nacht geträumt und in diesem Traum war ich wieder Kind. Ich war auf dem Domplatz in Lodi mit meinen Freunden. Wir haben Fußball gespielt, die Sonne schien, alles war einfach. Einfach. Was für ein Wort. Und dann bin ich aufgewacht, hier in Berlin, in meiner Wohnung. Und für einen Moment, nur einen kurzen Moment, wollte ich nicht aufwachen. Das kenne ich. Dieses Gefühl. Man will im Traum bleiben. In der Kindheit bleiben. Und das bringt uns zu unserem heutigen Thema, die Kindheit. Wie spricht man auf Deutsch über seine Kindheit? Über die Menschen, die Orte, die Momente, die einen geformt haben? Ja, und nicht nur Vokabeln. Wir erzählen heute wirklich. Tief, ehrlich, mit allem, was dazugehört. Mit dem Schönen und manchmal auch mit dem Schwierigen. Denn Kindheit ist nie nur Sonnenschein. Nein, Kindheit ist komplex. Und darüber zu reden, auf Deutsch, das ist heute unser Abenteuer. Also, bleibt dran, holt euch einen Kaffee oder Tee oder was auch immer euer Seelenfutter ist. Und macht euch bereit für eine Reise in die Vergangenheit. Sophia, fangen wir an. Wo bist du aufgewachsen? Wir wissen Barcelona, aber wie war deine Kindheit? Beschreib mir ein Bild. Das erste Bild, das dir in den Kopf kommt, wenn du an deine Kindheit denkst. Das erste Bild. Also, ich sehe mich, vielleicht 8 Jahre alt. Ich sitze auf dem Balkon unserer Wohnung. Es ist Sommer, die Sonne geht unter. Und unten auf der Straße, Kinder spielen. Ich höre Lachen, Rufen, das Geräusch eines Balls. Und du sitzt auf dem Balkon? Ich sitze auf dem Balkon und lese, mit einem Buch auf den Knien. Und manchmal schaue ich auf die anderen Kinder und dann wieder runter ins Buch. Warst du ein introvertiertes Kind? Das ist interessant. Ich war beides. Ich liebte es, mit Freunden zu spielen, aber ich brauchte auch diese ruhigen Momente mit meinem Buch, mit mir selbst. Das Balkonkind mit dem Buch, das ist so ein schönes Bild. Meine Mutter hat mich manchmal runtergerufen. Sophia, geh spielen. Du kannst nicht den ganzen Tag lesen. Und ich habe gesagt, noch eine Seite, Mama. Noch eine Seite, das klassische Kindheits-noch eine Seite. Aus einer Seite wurden immer 20. Und dann war es dunkel und ich hatte immer noch nicht gespielt. Das ist so typisch und gleichzeitig so du. Man sieht dich darin. Das Mädchen auf dem Balkon mit dem Buch ist die Sophia von heute. Ja, ich glaube, wir sind in der Kindheit schon wir selbst. Man erkennt sich wieder. Das stimmt. Ich war als Kind auch schon Matteo. Laut, neugierig, immer in Bewegung, immer ein bisschen zu viel. Das überrascht mich nicht. Überhaupt nicht, oder? Und du? Und was waren das für Bücher? Was hast du als Kind gelesen? Oh, alles. Aber meine absolute Lieblingsreihe war auf Spanisch die Geschichten von einer kleinen Detektivin. Ein Mädchen, das Rätsel löst. Ich war so fasziniert davon. Eine kleine Detektivin. Das erklärt einiges. Was erklärt das? Du bist auch jetzt noch sehr analytisch. Du denkst immer, was steckt dahinter? Was ist die echte Bedeutung? Das stimmt vielleicht schon. Vielleicht hat das Mädchen auf dem Balkon mich wirklich geformt. Definitiv. Und das ist auch etwas, das ich so faszinierend finde an der Kindheit. Man denkt immer, man hat sich so verändert. Aber im Kern, man ist noch dieselbe Person. Ja, die Kernperson bleibt. Alles andere, Erfahrungen, Wissen und Reife, das kommt dazu. Aber der Kern ist derselbe. Schön gesagt. Okay, und mein Kindheitsbild? Das erste Bild für mich ist, ich bin auf dem Domplatz, wie im Traum, mit meinen besten Freunden, Marco, Luca und der kleine Enzo. Der kleine Enzo. Er war immer der Kleinste, aber auch der Schnellste, unglaublich schnell. Wir haben nie verstanden, wie jemand so klein so schnell sein kann. Das ist so eine klassische Kindheitsfigur, der Kleine, der alle überrascht. Ja, und wir haben jeden Nachmittag nach der Schule gespielt. Fußball meistens. Manchmal auch diese italienischen Straßenspiele. Gummitwist, Verstecken. Verstecken. Oh, ich habe auch Verstecken geliebt. Wer hat das nicht geliebt? Und in Lodi, mit all diesen alten Gebäuden, diesen Gassen, es gab so viele perfekte Verstecke.
Was war dein bestes Versteck? Also, hinter der alten Domkirche gab es eine kleine Nische in der Steinmauer. Da passte genau ein Kind rein. Ich war der Einzige, der sie kannte. Dein Geheimversteck. Mein absolutes Geheimversteck. Marco hat mich einmal 20 Minuten gesucht. 20 Minuten. Er hat fast geweint. Das war vielleicht ein bisschen grausam. Ein bisschen. Aber dann bin ich rausgekommen und er war so erleichtert und dann so wütend und dann haben wir beide gelacht. Das ist so eine typische Kindheitsfreundschaft. Man ärgert sich, man macht Unsinn und dann lacht man zusammen. Ja, und Marco ist immer noch mein bester Freund. 30 Jahre später. Wirklich? Ihr seid noch in Kontakt? Wir telefonieren fast jede Woche und wenn ich nach Lodi fahre, wir sehen uns immer. Er hat jetzt 2 Kinder und seine Tochter, sie heißt Emma, sie ist so schnell wie der kleine Enzo damals. Die Geschichte wiederholt sich. Sie wiederholt sich. Das Leben ist schön so. Das ist so schön, Matteo. Eine Kindheitsfreundschaft, die 30 Jahre hält. Es ist selten und ich weiß das. Nicht jeder hat das Glück, aber wenn man es hat, es ist ein Geschenk. Ja, meine beste Kindheitsfreundin hieß Laura. Wir waren von der 1. Klasse an unzertrennlich. Habt ihr noch Kontakt? Wir schreiben uns noch, aber es ist anders geworden. Sie hat geheiratet, Kinder bekommen. Wir sind in verschiedene Richtungen gegangen. Das Leben hat uns ein bisschen auseinandergetrieben. Das passiert. Manchmal treibt das Leben Menschen auseinander, auch wenn die Verbindung immer noch da ist. Ja, wenn ich hier schreibe, wir sind sofort wieder 8 Jahre alt. Die Distanz der Zeit verschwindet. Das ist das Schöne an echten Freundschaften. Man kann Jahre schweigen und dann redet man weiter, als wäre nichts gewesen. Als wäre nichts gewesen. Ja. Okay, lass uns über die Sprache reden. Wie spricht man auf Deutsch über die Kindheit? Was sind die wichtigsten Ausdrücke? Gut. Also das Wichtigste zuerst, die Vergangenheit. Wenn man über die Kindheit spricht, benutzt man das Präteritum oder das Perfekt. Genau, das Präteritum, also die einfache Vergangenheit, klingt meistens etwas literarischer. Ich war ein Kind, wir spielten jeden Tag. Das benutzt man oft beim Erzählen. Und das Perfekt? Ich habe gespielt, wir sind gerannt. Das ist die gesprochene Vergangenheit. Im Alltag benutzt man das Perfekt sehr oft. Also zum Beispiel, als ich Kind war, habe ich viel gelesen. Das ist Perfekt. Oder als ich Kind war, las ich viel. Das ist Präteritum. Beide sind richtig. Das Perfekt klingt im Gespräch natürlicher. Und dann gibt es sehr wichtige Einleitungssätze. Zum Beispiel, als ich klein war. Das ist eine tolle Einleitung für Kindheitsgeschichten. Ja, als ich klein war und dann die Geschichte. Als ich klein war, hatte ich einen Hund namens Bello. Du hattest einen Hund? Warte, das war ein Beispiel. Aber ja, eigentlich hatte ich als Kind einen Hund. Wirklich? Wie hieß er? Er hieß Britschula. Das bedeutet auf Deutsch Krümel, weil er so klein war als Welpe, wie ein Brotkrümel. Krümel, das ist der süßeste Hundename. Er war ein kleiner weißer Mischling mit einem schwarzen Fleck über dem rechten Auge. Und er hat mich jeden Tag nach der Schule erwartet. Jeden Tag an der Tür. Das ist so schön. Kinder und ihre Hunde, das ist so eine besondere Verbindung. Ja, Britschula war mein erster bester Freund, bevor Marco mein bester Freund wurde. Er hat mir nie widersprochen, nie gescholten. Er war einfach da. Immer da. Das ist das Schönste an einem Hund. Er ist gestorben, als ich 15 war. Das war mein erster großer Verlust. Oh, Matteo. Es ist okay. Er hatte ein schönes Leben und ich bin dankbar für diese Jahre mit ihm. Ja, manchmal kommen die ersten Lektionen über Verlust und Abschied durch ein Tier. Das stimmt. Britschula hat mich gelehrt, alles hat seine Zeit und man soll es genießen, solange es da ist. Eine sehr tiefe Lektion für einen 15-Jährigen. Ich war damals nicht so weise. Ich habe einfach geweint. Die Weisheit kam später. Weisheit kommt immer später. Das ist die Regel des Lebens. Die universelle Regel. Aber okay, zurück zur Sprache. Weitere wichtige Ausdrücke für die Kindheit. Also, ich bin aufgewachsen in, das kennen wir schon. Aber dann, meine Kindheit war plus Adjektiv. Zum Beispiel, meine Kindheit war glücklich. Meine Kindheit war abenteuerreich. Oder ich erinnere mich gut daran, dass wir jeden Sommer ans Meer gefahren sind. Das ist eine schöne Einleitung. Ja, sich erinnern an, das ist ein sehr wichtiges Verb. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Man erinnert sich an jemanden oder etwas. Also, das bedeutet eine Erinnerung haben, in der Vergangenheit etwas gespeichert haben, das man wieder hervorholen kann. Ich erinnere mich an meinen ersten Schultag. Und dann, früher habe ich. Früher, das bedeutet in der Vergangenheit, als man jünger war.
Früher habe ich jeden Tag gespielt. Früher habe ich viel gezeichnet. Und das Gegenteil, heute, um zu zeigen, was sich verändert hat. Früher habe ich viel gespielt, heute arbeite ich viel. Das ist der Unterschied zwischen Kind und Erwachsenem zusammengefasst. In einem Satz. Früher gespielt, heute gearbeitet. So einfach und so traurig. Ist so wahr. Okay, lass uns tiefer in die Kindheitserinnerungen gehen. Sophia, was war dein liebster Ort in Barcelona als Kind? Nicht das Viertel, sondern ein ganz spezifischer Ort. Also es gab diesen Park, nicht weit von unserer Wohnung. Er hatte einen kleinen Teich mit Enten und einen alten Baum, ich weiß nicht welche Art, mit sehr breiten Ästen. Und was hast du dort gemacht? Ich bin auf diesen Baum geklettert, immer auf denselben Ast. Es gab einen Ast, der so perfekt war, fast wie eine Sitzbank. Man konnte darauf sitzen und sich anlehnen und den ganzen Park sehen. Dein persönlicher Aussichtspunkt. Ja, mein persönlicher Aussichtspunkt. Ich habe dort gelesen, natürlich, aber manchmal habe ich auch einfach nur geschaut, die Menschen beobachtet, die Enten beobachtet, Das kleine Mädchen auf dem Ast, das die Welt beobachtet. wie eine kleine Philosophin. Das ist so du, Sophia. Wirklich so du. Ich bin vor 2 Jahren, als ich zuletzt in Barcelona war, zu diesem Park gegangen. Der Baum ist noch da. Wirklich? Noch da. Vielleicht noch größer. Und ich habe mir überlegt, soll ich klettern als Erwachsene? Und, hast du? Ich hab's versucht und ich bin bis zum ersten Ast gekommen und dann dachte ich, okay, das ist vielleicht nicht so elegant für eine 30-jährige Frau. Ich habe mich dann einfach darunter gesetzt, auf dem Boden, angelehnt an den Stamm und für 10 Minuten war ich wieder 8. Das ist so schön. Wirklich. Ja, der Baum hat mich erinnert. Bäume haben ein gutes Gedächtnis. Bäume haben ein gutes Gedächtnis. Das ist poetisch und gleichzeitig wahr. Danke. Und dein liebster Kindheitsort? Außergedacht das Haus meiner Oma Carmela. Außerhalb von Lodi. Ein kleines Haus mit einem großen Garten. Mit einem Gemüsegarten, Obstbäumen, einem alten Brunnen. Ein richtiges Landhaus. Ein echtes Landhaus. Und jeden Sommer, wir haben die ersten 2 Wochen im August bei ihr befragt, meine Familie, meine Tanten und Onkel, alle Cousins, wir waren vielleicht 20 Menschen in diesem kleinen Haus. 20 Menschen. 20 Menschen. Kinder überall, Erwachsene überall, Essen immer auf dem Herd. Es war laut, es war chaotisch, es war wunderbar. Das klingt nach meinen Familientreffen. Ja, und meine Oma Carmela, sie stand immer in der Mitte davon. Klein, aber so präsent. Sie hat gekocht für alle, den ganzen Tag, als würde es ihr nie zu viel werden. Was hat sie gekocht? Alles, aber am berühmtesten war ihr Ribollita, eine toskanische Suppe, mit Bohnen, mit altem Brot, mit viel Gemüse aus ihrem Garten. Wenn man morgens aufgewacht ist, der erste Geruch war diese Suppe auf dem Herd. Der Geruch als Wecker. Der beste Wecker. Besser als jeder Alarm. Man hat gerochen, Ribollita, und ist sofort aufgestanden. Das würde mich auch sofort aufwecken. Meine Oma ist vor 5 Jahren gestorben und das Haus, mein Onkel hat es verkauft. Ein fremdes Ehepaar wohnt jetzt darin. Uff, Mein Onkel hat es verkauft. Ein fremdes Ehepaar wohnt jetzt darin. uff. Ich bin einmal daran vorbeigefahren, von außen angeschaut. Der Garten ist jetzt anders, andere Pflanzen, anderes Aussehen. Aber der Brunnen steht noch. Der Brunnen steht noch. Ja, und irgendwie hat mich das getröstet, dass der Brunnen noch da ist. Als kleiner Zeuge. Das ist so ein menschliches Bedürfnis. Etwas suchen, das noch da ist. Ein Beweis, dass es wirklich war. Ja, dass die Kindheit wirklich stattgefunden hat. Dass diese Momente real waren. Sie waren real. Sie sind immer noch real in dir. In mir, ja, immer. Okay, ich möchte über etwas reden, das ich noch nie wirklich erzählt habe. Auch nicht in diesem Podcast. Was ist es? Also, meine Kindheit war meistens glücklich, das ist wahr. Aber es gab eine Zeit, ich war ungefähr 10 Jahre alt, wo meine Eltern sehr viel gestritten haben. Okay. Nicht laut, sie haben nicht geschrien, aber diese stille Spannung. Man merkt das als Kind. Man weiß, dass etwas nicht stimmt, auch wenn niemand etwas sagt. Ja, Kinder spüren alles. Kinder spüren alles. Und ich erinnere mich, in dieser Zeit bin ich noch mehr auf den Baum geklettert, noch öfter. Es war mein Rückzugsort. Dein Zufluchtsort. Mein Zufluchtsort. Dort oben war alles normal. Die Enten im Teich, die Menschen im Park, der Himmel über mir, alles normal. Nur ich und mein Buch und der Baum. Das ist so eine kluge Reaktion für ein Kind, sich einen sicheren Ort zu schaffen. Ich wusste nicht, dass ich das tue. Ich habe es instinktiv gemacht. Erst als Erwachsene habe ich verstanden, oh, das war mein Bewältigungsmechanismus.
Bewältigungsmechanismus bedeutet eine Strategie, um mit schwierigen Situationen umzugehen. Eine Art, mit Stress oder Schmerz klarzukommen. Genau. Und mein Bewältigungsmechanismus war Lesen, in eine andere Welt flüchten. Das ist eigentlich sehr gesund, sehr kreativ. Ja, und meine Eltern, sie haben sich damals nicht getrennt. Sie haben es durchgearbeitet. Sie sind heute noch zusammen. Das ist schön zu hören. Ja, und ich glaube, diese schwierige Zeit hat mich auch geformt. Ich bin empathischer dadurch. Ich merke Spannungen in Räumen. Ich lese zwischen den Zeilen. Die kleine Detektivin hat gelernt, auch echte Situationen zu lesen. Ja, vielleicht stimmt das. Ich finde es sehr mutig, das zu teilen, Sophia. Danke. Ich glaube, wenn wir über Kindheit reden, müssen wir auch diese Teile einschließen. Die Kindheit ist nicht immer nur Sonne und Spiel. Manchmal ist sie auch Verwirrung und Angst und Fragen, auf die man keine Antworten hat. Ja, und das anzuerkennen, das macht die Kindheitserinnerungen vollständiger, ehrlicher. Und ich glaube, unsere Zuhörer kennen das auch. Jeder hat diese Momente in der Kindheit. Momente, die nicht so einfach waren. Ja, und auf Deutsch, wenn man über schwierige Kindheitserinnerungen spricht, man kann sagen, es war nicht immer einfach oder es gab auch schwierige Zeiten. Oder, als Kind habe ich das nicht verstanden, aber heute verstehe ich es. Das zeigt den Reifeprozess. Man sieht die Vergangenheit mit neuen Augen. Mit erwachsenen Augen. Mit erwachsenen Augen. Aber, und das ist wichtig, ohne die Kindheitsgefühle zu vergessen. Man versteht mehr, aber man erinnert sich auch noch, wie es sich damals angefühlt hat. Das doppelte Bewusstsein. Man ist gleichzeitig das Kind von damals und der Erwachsene von heute. Ja, beim Erinnern ist man beides. Okay, ich möchte auch etwas erzählen, das nicht nur Sonnenschein war, weil Sophia so mutig war. Natürlich, ich höre zu. Also, ich war in der Schule kein besonders guter Schüler. Das überrascht euch vielleicht, ich bin ja Sprachlehrer. Wirklich? Du warst kein guter Schüler? Wirklich. Ich war sehr lebhaft, sehr unruhig. Ich konnte nicht stillsitzen. Meine Lehrer haben oft gesagt, Matteo, sitz still. Matteo, hör zu. Matteo, sei ruhig. Matteo, Matteo, Matteo. Genau. Mein Name war der meistgerufenste Name im Klassenzimmer. Das kann ich mir so gut vorstellen. Aber hinter dem Lachen war manchmal auch Schmerz, weil ich habe gemerkt, dass ich anders lerne als die anderen. Ich konnte Dinge nicht so schnell lesen und verstehen wie meine Klassenkameraden. Und das hat mich frustriert. Das ist schwer als Kind. Sehr schwer. Man denkt, bin ich dumm? Warum verstehen alle das und ich nicht? Warum sitzt Marco still und ich nicht? Und haben deine Eltern das gemerkt? Meine Mutter hat es gemerkt. Mein Vater, er war der Typ Mann, der dachte, der Junge muss sich einfach mehr anstrengen, mehr Disziplin. Die alte Schule. Die alte Schule. Aber meine Mutter, sie hat mit einem Lehrer gesprochen, einem Lehrer, der wirklich zugehört hat, Signor Ferretti. Er hat mich anders unterrichtet. Er hat mir Bücher gegeben, Bücher mit Geschichten, nicht mit Grammatik und Formeln. Er hat dein Interesse gefunden. Er hat mein Interesse gefunden. Genau das. Als ich anfing zu lesen, Krimis, Abenteuergeschichten, war ich verloren. Stundenlang. Und Signor Ferretti hat das gesehen und gesagt, Matteo ist nicht Lauch, Matteo lernt durch Geschichten. Was für ein Lehrer. Was für ein Mensch. Ich denke oft an ihn. Er hat mir nicht nur Lesen beigebracht, er hat mir gezeigt, dass ich auf meine eigene Art lerne. Und das ist okay. Das ist mehr als okay. Das ist ein Geschenk. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich Lehrer geworden bin. Wegen Signor Ferretti. Ich möchte für jemanden sein, was er für mich war. Das ist wunderschön, Matteo. Wirklich. Jetzt werde ich emotional. Das ist erlaubt. Wir reden über die Kindheit. Da darf man emotional werden. Danke. Also, für alle Zuhörer, wenn ihr an eure Kindheit denkt, denkt auch an diese Menschen. Die Lehrer, die Nachbarn, die Freunde, die Familienmitglieder, die einen wirklich gesehen haben, die einen geformt haben. Ja, jeder hat mindestens einen solchen Menschen in der Kindheit. Manchmal erkennt man es erst viel später. Manchmal, wenn man schon erwachsen ist, denkt man zurück und sagt, das war der Moment, das war die Person. Für mich war es meine Grundschullehrerin, Senora Martinez. Sie hat meine Liebe zum Lesen gesehen und genährt. Sie hat mir immer neue Bücher empfohlen.
Und jetzt bist du die Frau, die auf dem Balkon gelesen hat und malt und Deutsch spricht und Menschen durch Sprache verbindet. Alles begann mit einem Buch und einer Lehrerin, die zugehört hat. Alles beginnt irgendwo. Okay, lass uns noch über Kindheitsspiele reden, weil ich glaube, das ist so ein universelles Thema. Oh ja, was haben Kinder früher gespielt? Und wie sagt man das auf Deutsch? Also Verstecken haben wir schon erwähnt. Auf Deutsch Verstecken spielen oder Versteckspiel. Und dann fangen. Man versucht jemanden zu fangen. Ich fange dich. Das ist so ein Urinstinkt. Ja, jedes Kind in jeder Kultur kennt dieses Spiel. Und Seilspringen. Vor allem Mädchen haben das gespielt, oder? Ja, und es gibt sogar Reime dazu. In Spanien hatten wir Reime, die man beim Seilspringen gesungen hat. In Italien auch. Diese Reime, die man auswendig wusste. Man hat sie nie gelernt. Man hat sie einfach von den älteren Kindern aufgeschnappt. Ja, diese mündliche Tradition, von Kind zu Kind weitergegeben. Das ist eigentlich Kulturübertragung. Ohne Bücher, ohne Schule, einfach durch Spielen. Und dann Murmeln. Haben die Kinder in Italien Murmeln gespielt? Murmeln, ja, diese kleinen Glaskügelchen. Ich hatte eine riesige Sammlung. Die schönste hatte einen blauen Wirbel drin. Den blauen Wirbel. Ich habe sie niemals beim Spiel eingesetzt, zu wertvoll. Du hattest eine Murmel, die du nicht spielen lassen wolltest. Ich habe sie niemals beim Spiel eingesetzt, zu wertvoll. Du hattest eine Murmel, die du nicht spielen lassen wolltest. Sie war zu schön. Ich wollte sie anschauen, nicht riskieren. Das ist so ein Sammlermentalität. Auch als Kind. Ja, ich war schon als Kind vorsichtig mit meinen Schätzen. Und Brettspiele. Ihr habt sicher auch Brettspiele gespielt? Oh ja, Monopoly natürlich, die internationale Version. Und dann Mensch, ärgere dich nicht. Kennst du das? Ja, das ist so typisch deutsch. Aber in Spanien haben wir eine Version davon auch. Mensch, ärgere dich nicht. Das ist ein deutsches Brettspiel. Man bewegt seine Figuren und versucht zuerst alle ins Ziel zu bringen. Und wenn man eine gegnerische Figur trifft, man schmeißt sie raus. Und dann ärgert man sich. Deswegen heißt es so. Genau. Man ärgert sich nicht. Also, man soll sich nicht ärgern. Aber man ärgert sich natürlich immer. Das ist so ein menschliches Spiel. Man versucht ruhig zu bleiben und ärgert sich doch. Mein Vater hat dieses Spiel immer ernst genommen. Zu ernst. Er wurde wirklich wütend, wenn man ihn rausgeworfen hat. Der Vater, der bei Kinderspielen wütend wird. Universell. Jede Familie hat diesen Vater. Oder diese Mutter. Meine Mutter bei Karten, sehr kompetitiv. Das kommt von irgendwo. Du hast gesagt, du bist auch kompetitiv. Ich habe das von ihr geerbt. Aber ich akzeptiere es. Das ist Kindheitserbe. Man erbt nicht nur Gene, man erbt Verhaltensweisen. Manchmal bemerkt man das erst, wenn man erwachsen ist und denkt, oh Gott, ich klinge gerade wie meine Mutter. Das ist so erschreckend und gleichzeitig so schön. Beides gleichzeitig. Okay, lass uns über Schulzeit reden, weil die Schule ist ein großer Teil der Kindheit. Ja, die Schule mit allem, was dazugehört. Freundschaften, Konflikte, Lehrer, Prüfungen. Was war dein liebstes Schulfach? Spanische Literatur. Immer, von Anfang an. Das überrascht niemanden. Überhaupt nicht. Und dann Kunst natürlich. Wir hatten einen Kunstlehrer, Señor Gomez, der war so begeistert von allem, er konnte über einen einzigen Picasso-Pinselstrich 20 Minuten reden. 20 Minuten über einen Pinselstrich. Und ich habe jedes Wort gehört, weil seine Begeisterung ansteckend war. Wenn jemand so leidenschaftlich über etwas spricht, man wird automatisch mitgezogen. Das ist das Geheimnis guter Lehrer. Leidenschaft ist ansteckend. Absolut. Und mein schlechtestes Fach? Mathematik. Ich auch. Mathematik. Wir sind Sprachenmenschen, keine Zahlenmenschen. Definitiv. Zahlen und ich, wir haben keine gute Beziehung. Niemals gehabt. Ich habe Matheprüfungen so gehasst. Dieses Gefühl, man sitzt da, schaut auf die Aufgaben und denkt, ich habe keine Ahnung, keine einzige Ahnung. Das komplette Blackout. Das Gehirn einfach leer. Komplett leer, als wäre man nie in der Schule gewesen. Und dann nach der Prüfung, man kommt raus und erinnert sich plötzlich an alles. Zu spät natürlich. Das ist das Gesetz der Prüfungen. Das Gesetz der Prüfungen gilt für alle, in allen Sprachen, in allen Kulturen. Universell. Okay, und wie sagt man auf Deutsch über die Schulzeit? Also, mein Lieblingsschulfach war, das kennt jeder. Oder ich war gut in. Zum Beispiel, ich war gut in Deutsch. Ich war nicht so gut in Mathematik. Und die Schule war plus Adjektiv. Die Schule war meistens gut. Die Schule war manchmal stressig.
Die Grundschule war meine liebste Zeit. Grundschule, das sind die ersten 4 oder 6 Jahre. Dann kommt die weiterführende Schule. In Deutschland gibt es Hauptschule, Realschule, Gymnasium, je nach Niveau. Und Gymnasium, das ist die Schule, die zum Abitur führt. Das Abitur ist der höchste Schulabschluss in Deutschland. Man braucht ihn, um an der Universität zu studieren. Und das Abitur ist berühmt, berüchtigt für seinen Schwierigkeitsgrad. Viele Deutsche erinnern sich sehr gut daran. Sehr gut und mit Schaudern. Ja, das Abitur ist so ein kulturelles Ereignis. Man macht eine Abi-Feier, eine große Party nach dem letzten Examen. Ja, das haben wir auch. In Spanien haben wir die Selectividad und danach große Party. Überall auf der Welt. Schwierige Prüfung, dann große Party. Das ist verdient. Sehr verdient. Okay, ich möchte noch eine wichtige Dimension der Kindheit ansprechen. Die Sommerferien. Oh, die Sommerferien. Das ist das Heiligste der Kindheit. Das Heiligste. 6 Wochen, 8 Wochen, keine Schule, keine Pflichten, nur Freiheit. Wie haben die Deutschen das gefühlt? 6 Wochen Sommerferien? In Bayern zum Beispiel sind es 6 Wochen. Und ich glaube, in jeder Kultur sind die Sommerferien magisch. In Barcelona, der Sommer war so intensiv. Die Hitze, das Meer, die langen Abende. Als Kind bist du um 10 Uhr abends noch draußen, weil es noch hell ist. Das mediterrane Sommerleben. In Lodi auch. Lange Abende, Gelati essen, auf dem Platz sein bis in die Nacht. Und als Erwachsener, man versucht das zu reproduzieren, aber es ist nie ganz dasselbe. Nein, es ist nie ganz dasselbe. Weil Kindheitssommer eine eigene Kategorie ist. Eine, die man nicht wiederholen kann. Man kann sie aber neu erschaffen, mit eigenen Kindern vielleicht oder mit kleinen Ritualen. Ja, man macht ein Gelati an einem warmen Abend und für einen Moment ist man wieder 10 Jahre alt auf dem Domplatz. Für einen Moment. Für einen Moment ist das genug. Okay, lass uns zusammenfassen. Was haben wir heute über das Thema Kindheit und die deutsche Sprache gelernt? Erstens, wichtige Einleitungssätze. Als ich klein war. Früher habe ich erinnere mich gut daran, dass diese Sätze öffnen Kindheitsgeschichten auf Deutsch. Zweitens, Vergangenheitsform. Im Gespräch benutzt man meistens das Perfekt. Ich habe gespielt, wir sind gerannt, sie hat gekocht. Das klingt natürlich. Drittens, wichtige Kindheitsvokabeln. Die Kindheit, Aufwachsen, die Erinnerung, der Spielplatz, die Grundschule, das Schulfach, die Sommerferien, der Lieblingsort. Viertens, Ausdrücke für Vergleiche. Früher war, heute ist. Das zeigt, wie man sich verändert hat, wie das Leben sich verändert hat. Und fünftens, das Wichtigste, das wir heute gelernt haben, nicht nur sprachlich, die Kindheit formt uns. Die Orte, die Menschen, die Erinnerungen, sie alle stecken in uns. Auch wenn wir weit weg sind, auch wenn die Zeit vergeht. Man trägt die Kindheit immer mit sich, wie ein unsichtbares Gepäck. Unsichtbares Gepäck, aber kein schweres. Meistens ein leichtes, warmes. Ja, meistens warm. Und jetzt eure Hausaufgabe. Und heute ist sie besonders schön. Ja, schreibt uns in die Kommentare, auf Deutsch, eure liebste Kindheitserinnerung. Eine Szene, ein Moment, ein Ort. Nur ein paar Sätze. Zum Beispiel, als ich klein war, habe ich jeden Sommer bei meinen Großeltern verbracht. Ich erinnere mich an den Geruch von frischem Brot. Ganz einfach, ganz ehrlich. Und wenn es auch etwas Schwieriges ist, das ist auch willkommen. Kindheit ist komplex. Ihr dürft das zeigen. Wir lesen alles, wirklich alles. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Speak Deutsch Now. Drückt auf die Glocke. Und teilt den Podcast mit jemandem, der Deutsch lernt. Vielleicht mit jemandem, der gerade Heimweh hat. Nach einem Ort, nach einer Zeit, nach einer Person. Diese Episode ist für alle, die manchmal zurückschauen möchten, die ihre Kindheit vermissen, die dankbar sind für das, was war. Passt auf euch auf und erinnert euch manchmal. Es tut gut. Es tut wirklich gut. Bis zum nächsten Mal bei Speak Deutsch Now. Tschüss, ihr Lieben, bis bald. Und denkt daran, Matteo und ich zusammen, warm, Fehler sind Freunde. Matteo und ich zusammen, auch die Fehler der Kindheit. besonders die. Die besten Geschichten kommen aus den Fehlern. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben.